Willkommen im Tonstudio der Hochschule für Musik Mainz. Es geht heute wieder um die goldenen Regeln der Violintechnik. Gibt es goldene Regeln? Naja, im Laufe der Unterrichtspraxis merke ich einfach, dass immer wieder die gleichen Punkte Thema sind und dass es doch so etwas wie eine Regel gibt, die hilft, das Violinspiel klangschöner und sicherer zu machen. Und da wäre jetzt die goldene Regel Nummer 6, dass beim Lagenwechsel die rechte Hand stoppt, bis der Finger am Platz ist. Das weiß vermutlich jeder. Es gibt vielleicht auch ein paar Ausnahmen, aber in der Regel ist es doch so, dass ich immer wieder in einer Tonleiterkette zum Beispiel einen kleinen Schmierer höre an der Stelle, wo der Lagenwechsel ist. Und ja, das stört mich, weil ich denke, gerade in der Tonleiter sollten alle Töne gleich klingen, wenn es jetzt nicht musikalische Gründe gibt, die für ein Glissando sprechen. Und das kommt natürlich daher, dass der Bogen sich noch bewegt oder schon bewegt, wenn die linke Hand dabei ist, den Zielton zu greifen oder den Platz einzunehmen. Ja? Das heißt, beim Üben auch immer darauf achten, dass wirklich die rechte Hand Stoppschild befolgt, während die linke an den Platz springt. Ja, kann sogar noch gekoppelt werden mit dem Aufstrichimpuls. Ja, dass es keine Schmierer gibt. Oder ja, auch hier. Ja, keine Schmierer in der linken Hand. Vielleicht ist eine kleine Ausnahme, wenn ich mit der rechten Hand einen Ton artikulieren will. Ja, dass ich hier schon an der Seite bin, bevor dann der Ton, die linke Hand kommt. Weil ich gerne diesem Ton einen Konsonanten geben will, ein Köpfchen sozusagen. Ja? Aber das ist eben für mich eine wichtige Regel beim Lagenwechsel. Bogen stoppt, bis der Finger am Platz ist, um ein Glissando zu vermeiden. Ja? Natürlich gibt es auch die romantischen Lagenwechsel, wo ich also den Zielton mit einem Crescendo auf den neuen Strich nehme und dann rutsche ich ganz vorsichtig in den Zielton hinein mit einem kleinen Crescendo. Oder ich bereite ihn vor durch ein Diminuendo auf dem alten Strich. Würde auch gehen. Ja, um diese Verbindung zu schaffen. Das ist aber eher in der romantischen Literatur und vielleicht, wenn es musikalisch gerechtfertigt ist, eine Ausnahme. Ja? Prüft mal in eurem Repertoire, ob es da solche Stellen gibt. Spitzt die Ohren, ob ihr ein Glissando hört in der Tonleiter. Einer meiner Lehrer, der Ruggero Ricci, hat immer gesagt, ein Geiger ist nur so gut wie sein Gehör. Wenn ihr die Fehler nicht hört, könnt ihr sie auch nicht korrigieren. Also Ohren auf und ausprobieren. Und wenn ihr weitere goldene Regeln entdeckt, dann dürft ihr mich gerne kontaktieren über die Homepage der Hochschule für Musik Mainz. Und ich freue mich, mit euch darüber zu diskutieren. Vielen Dank.